Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, zum Wochenorakel. Schauen wir in die neue Woche rein. Was darf ich weitergeben? Was für Themen soll ich beleuchten? Ja, ein bisschen schicksalshafte Herausforderung, die hier angezeigt wird, aber gleichzeitig auch weggenagt wird, ne? Es kann jetzt eine größere Verletzung sein, ein Verlust, der einen lang beschäftigt. Irgendwie sieht es auch so aus, als wendet das Schicksal das Blatt, ne? Das Kreuz liegt hier im Haus des Klees drin. Wir selber sind ja auch so in der Transformationsphase, ne? Wir schauen darauf, dass wir uns hier aus einer verstrickten Situation in eine Situation begeben, wo wir einen geraderen Weg kriegen, wo wir uns etwas anders ermöglichen können. Auch hier, ne, in der Korrespondenz liegt ja auf jeden Fall das Kreuz dabei. Also ich denke mal, eine schwierige Phase, etwas, was sehr anstrengend war, was Herausforderung pur ist, wird ja auch vom Schicksal ein bisschen gedreht. Es kann für den einen oder anderen sein, dass sie sich beruflich neue Türen öffnen, dass sie Gespräche haben mit dem Vorgesetzten oder dass sie gar jemanden kennenlernen, der irgendeine gute, günstige Konstellation im Beruf mitbringt. Für einige kann sich das auch so gestalten, dass sie irgendwas minimieren und verkürzen. Und es ist irgendwie eine Situation, wo man was davon hat, obwohl man es minimiert. So, dann habe ich sehr viele Nachrichtengespräche. Wir haben hier im Haus des Hauses die Blumen drin. Da ist die Umgebung auch sehr wichtig. Das kann hier sein, dass man mit Freunden kommuniziert, dass sich Leute wieder melden, die den Kontakt abgebrochen haben. Auch hier habe ich Gespräche, die Erleichterung mitbringen, ja, die möglicherweise auch Auswege aufzeigen, ne? Oder wo man auch mal sagt, habe ich aber noch mal Glück gehabt, sowas alles, ne? Ja, hier ist Anfang und Ende pur. Transformation hier im Haus des Neubeginns, verbunden mit dem Beruf, mit den Dingen, an denen wir arbeiten. Und einem Richtungswechsel, der hier sehr viel Wahrheit ans Licht bringt, ne? Wahrheit für sich selber. Wahrheit, wo man vorher im Nebel rumstand, spürt man jetzt, was ist hier zu tun, wo hat sich etwas nicht gut angefühlt, was mir immer wieder Konflikte gemacht hat. Authentizität, Ehrlichkeit, sowas alles ist hier gefragt. Es kann ja aber auch sein, dass einem eine Wahrheit ans Ohr kommt, die man nicht so gerne hört. Hier ist sehr viel Verzögerung. Ja. Einsteils haben wir hier im Haus der Wege, der Störche, der Veränderungen an sich, die Wege drin und so. Und auch hier wieder im Haus der Wege die Neubeginne. Aber hier liegen die Veränderungen einfach nicht so glatt gehend, wie wir sie gern hätten. Also man öffnet sich hier neue Türen, man stabilisiert irgendetwas, aber es geht nicht so flott hindurch, wie wir es gern hätten. Da sind dann immer wieder kleine Kurskorrekturen und Sachen, die man einfach nochmal korrigiert, bevor sie ganz stimmig sind.
Möglicherweise wartet hier jemand auf eine Nachricht von einem Amt oder einer Behörde. Das kann sich hier auf dem kurzen Weg ergeben oder auch überraschend kommen. Der ein oder andere hat Entscheidungen an den Finanzen dran. Das kann jetzt auch mit den Ämtern und Behörden zu tun haben oder aber auch tatsächlich für die Selbstständigen hier eine gute Möglichkeit, Aufträge zu generieren. Ja, es ist tatsächlich so, dass sich vieles um die berufliche Situation dreht. Hier können Angebote kommen. Hier kann man irgendetwas auf längere Frist neu generieren, neu hinzunehmen. Es ist aber im Moment so, dass man in dieser Phase ist, wo man sich auf den Weg macht, ja, wo man aufklärt, wo man Wenden hat, wo man Ideen hat, wo man etwas minimiert, da kann ich mich nur wiederholen, was einem am Ende aber besser tut. Ich habe in unserem eigenen Haus die Sonne drin. Hier stehen die Sterne gut für Positivität, gute Energien. Hier unten haben wir irgendwie so eine Prüfung, die wir bestanden haben. Eine Herausforderung möglicherweise auch. Eine Aufgabe. Die Umgebung ist hier sehr wichtig in der nächsten Woche. Wir haben das Haus hier im Hause der Sicherheit drin und im Haus des Hauses liegen die Blumen. Hier ist Verbindung, hier ist Nähe zu irgendetwas und hier schafft man sich so einen Platz der Harmonie, ein Fundament, auf dem man gerne ist und das sehr stabil ist. Ne? Wir haben hier Umbruch und da wackelt es ganz gerne mal, aber wir können auf unser gutes Fundament bauen. Ich habe hier Nachrichten, die Klarheit bringen. Kann auch da sein, wo es familiäre Konflikte gab oder wo große Meinungsverschiedenheiten sind. Ich habe im Haus des Gegenübers das Buch drin. Ja. Hier kann es auch sein, dass sich irgendetwas eröffnet, das für Klarheit sorgt oder wo man sagt, okay, hier ist der Weg, hier fange ich mein neues Kapitel an. An sich gucken die beiden in verschiedene Richtungen. Ne? Die Dame guckt hier rein und der Herr guckt aus dem Blatt raus. Und in der Korrespondenz sind einfach die Wege drin, die daraus entstehen, wenn man hier eine Lösung hat für irgendwelche Themen. Kann natürlich auch sein, dass es so ist, dass das Unterbewusstsein sehr spürbar Energie abgibt, die sehr gut zur Verfügung steht und die dann am Ende auch wieder für Veränderungen und Lösungen sorgt, wo man vorher nicht so richtig wusste, was ist Sache. Um die Berufsenergie rum nochmal, habe ich irgendwie Menschen, die vielleicht auch, wie nenne ich es, nicht so gut gestimmt sind oder die miese Stimmung verbreiten, Kollegen möglicherweise oder auch, wenn ihr irgendwelche Angebote kriegt, es geht darum, genau hinzuhören, nur noch das zu tun, was authentisch ist und nicht das, was sich für euch nicht stimmig anfühlt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier haben, diese klärende Dinge. Am Ende
kriegt man das schon hin, aber ich habe immer wieder, es kommen so Themen wie, ich suche einen richtigen Weg, ich brauche mehr Info, damit sich das stabilisieren kann. Hier liegt der Neubeginn oder das Kleine, was sich verändert, aber wie gesagt, die Veränderungen liegen im Hause der Verzögerung drin. Wir haben hier im Haus der Beziehung den Baum drin. Auch da würde ich sagen, ein Kreislauf ist beendet, der mit uns und unseren persönlichen Hindernissen zu tun hat, langfristig Stabilität und Wachstum zu fühlen. Manchmal, der Baum ist halt der Baum, ne? Der steht und steht und steht und da tut sich vielleicht auch nichts, aber irgendwann mal bringt er dann wieder frische Früchte. Es kann hier sein, dass es so ein bisschen darum geht, dass es langweilig ist oder dass der Alltag nicht richtig gelebt wird, die Seele nicht richtig erfüllt ist. Und hier haben wir das Außen wichtig, denn auch hier sind Veränderungen am Beziehungsleben. Das ist zu den Kindern, zu den Eltern. Vielleicht hat der ein oder andere hier auch mit den Finanzen der Familien etwas zu klären oder für die Familien, das haben wir jetzt auch schon länger im Kartenblatt. Oder man kann hier einen finanziellen Kampf beenden. Man kommt auf die Idee, man kommt auf die Lösung, man hat bei irgendetwas mal Glück gehabt. Hier ist die Liebeskarte im Hause des Schicksals drin. Auch hier sehe ich irgendwelche Wenden. Da, wo es Konflikte gab, habe ich hier das stabilisierende Element oder auch da, wo man an etwas selber gearbeitet hat. Kann jetzt ein Schattenthema sein oder ständige Wiederholungen oder gar Langeweile. Aber man sieht eine rasche Wende, da wo die Wunden sind oder da wo wir nicht richtig vorankommen, ist hier sehr viel Stabilität. Das ist so eine Woche, wo auch so diese, ich nenne es mal Hindernisse, die wir mit den Emotionen haben oder da, wo jeder so selber den Blues drauflegt. Ne? Es kann hier aus den Kindertagen sein oder aber auch in die Wiege gelegt oder durch Erfahrungen, die wir machen, habe ich irgendwie das Gefühl, da kommt Erleichterung, weil die Maus, die nagt hier den Berg weg, ne? Und setzt so wieder eine Energie frei, die für die Emotionen einfach heilsam ist. So, was sehe ich noch? Achtet auf eure Intuition die nächste Woche. Ich habe hier so viele Momente, wo man genaue Dinge spürt. Das kann fast sowas sein wie ein hellsichtiger Moment oder eine große Intuition für irgendwas Bestimmtes. Was ich hier auch noch habe, ist klären oder aufklären oder aus dem Nebel treten von familiären Situationen, die angestanden haben. Wir haben hier unten den Wohlstand. Die Amsel hat sich aber auch noch mit umgedreht. Schauen wir, was beide uns sagen. Ja, wer die Amsel singen hört, den erwartet ein schönes Ereignis oder eine gute Nachricht. Hier ist eine Wende zum Besseren, eine ertragreichere Phase entsteht. Die Sterne stehen günstig
und man wird unterstützt in all seinen Vorhaben. Die Amsel bringt auch geistige Freiheit und Balance und Harmonie, die vielleicht hier ist etwas, was wackelt, ne? Und wo wir uns transformieren, und das fühlt sich vielleicht im Moment noch nicht so an, als dass man sich auf diesem Boden auskennt, aber hier ist eine gute Angebundenheit, die man sich mit der Amsel wieder zurück erobert. Der Fasan unterstützt diese Botschaft ein bisschen, denn da kommt Wachstum und Versorgung in die Sachen, die uns auf der Erde beschäftigen. Und hier ist auch so ein Prozess, eine neue Phase, die anstehen kann. Und der Fasan hilft tatsächlich, die Gesetzmäßigkeiten und die Regeln des Lebens genauer zu betrachten und daraus die Lehre zu ziehen. Wir haben ja unten diese bestandene Prüfung. Der Fasan ist außerdem ein guter Ratgeber in allen irdischen, verwaltungstechnischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten. Er lehrt, die wahre Größe zu zeigen, die Talente zu präsentieren. Und er sagt auch, erwarte mal das Beste und nicht das Schlechteste. Überwinde deine Ängste, raus aus dem Versteck. Man darf sich im ganzen Glanz zeigen. Das kann auch so etwas sein, was hier Lernaufgabe ist oder was hier transformiert wird sozusagen. Und stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Man zeigt sich hier der Welt und darf das Beste erwarten. Das Herbstleuchten mit der Befreiung. Hier wird ja der Herbst angezeigt. Die Bäume lassen ihre Blätter ab und im großen Zyklus des Lebens ist eben der Herbst die Zeit, wo man transformiert und loslässt. Und der Herbst bietet auch die Gelegenheit, die innere Reise in regenerierenden Winter zu visualisieren, ne? Also hier bereitet man sich auf eine Zeit vor, wo man die Dinge annimmt, wie sie sind, wo man Umstände, Menschen, Gegenstände, Glaubenssätze, alles, was man nicht braucht, entsorgt, weil es nicht mehr passt oder weil wir das, ja, hier ist ja das, wenn man spürt, was ehrlich ist und was nicht ehrlich ist. Es kann auch für jeden etwas anderes sein. Und hier geht es darum, dass man wirklich alles von sich herunterreißen kann, bis man seinen eigenen wahren Kern freigelegt hat. Und nochmal die Aussage, dass wenn man am Alten klebt und hängt, es wird für das Neue schwer wird reinzukommen. Und das sieht man ja auch hier, ne? Eine gute Zeit, um aufzuräumen, zu entrümpeln oder etwas weitergeben, was man nicht mehr mag. Wie viele Dinge stapeln wir immer und denken, ach, das brauche ich vielleicht noch. Am Ende liegt es jahrelang irgendwo und man hat es nie mehr gebraucht. Aber es ist tatsächlich so eine Zeit, wo man detoxt, wo man anfängt, wieder gute Energie reinzulassen und etwas ablegt, was hier sehr belastend ist auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wer noch möchte, kann dranbleiben für eine kleine Botschaft. Ich drücke euch bis bald. So, weiter geht's mit dem kleinen Impuls.
Dann nehmen wir noch die Glücksimpulse, die wolltet ihr, die habt ihr euch gewünscht. Gut, dann wählen wir mal. Ich würde rechts nehmen. Schauen wir, was drunter liegt. Hier ist Erzengel Michael mit dabei, der dir oder uns den Mut gibt, Lebensveränderungen durchzuführen, die wir zur Erfüllung unserer Lebensaufgabe brauchen. Und hier ist emotionale Genesung. Vielleicht auch noch so ein bisschen Abtrennung von irgendwas. Und die Karte sagt ja, wenn man den emotionalen Schmerz genesen lässt, dann kann man auch wieder neue Segnungen der Liebe empfangen. Wir haben das Medesüß. Das sagt uns einfach, hier ist Balsam für die Seele. Versüß dein Leben, gönne dir irgendetwas. Das Medesüß ist ein Begleiter bei Übergängen, bei neuen Freundschaften oder auch Liebesbeziehungen. Hier ist das finanzielle Thema in der Seelenbotschaft. Wie geht man mit dem Thema um? Was hat man an Ressourcen? Hier soll man sich ja was gönnen und im Prinzip ist es ein Pendant, denn die Karte sagt, sei auf alles vorbereitet, aber hock nicht nur drauf, ne? Versüß auch dein Leben, gönne dir etwas. Die unerwartete Wende haben wir hier noch. Ihr habt das Lernen, das jetzt an der Zeit ist, eine Lernphase, eine Sache, wo man Wissen aufsaugt, wo man sich Infos holt, wo man auch genießt, dass man etwas lernt, weil man es in der Zukunft anwenden kann. Ja, und ihr habt hier die Wunscherfüllung. Worum du gebeten hast, das wird geschehen. Die Ringelblume, hier geht es um das Fühlen, um die gute Energie. Da ist kein Zerdenken von irgendetwas, sondern da lässt man sich von Schönheit und Sinnlichkeit inspirieren und genießt diese wohlige Wärme. Passt hier auch möglicherweise. Hast du hier eine Erfahrung gemacht, wo du dich nicht angebunden gefühlt hast oder wo du gedacht hast, die Liebe ist nicht in meinem Leben, aber die Karte hier sagt, die Liebe wartet auf dich, schaue genau hin und erkenne sie in deinem Leben. Und ihr habt noch eine positive Nachricht, die auf dem Weg ist zu euch. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Jetzt hat mich was gestochen hier. Ich drücke euch, bis bald.